Es gibt einen Moment, den manche Menschen mehr lieben als jedes Wochenende. Den Moment, in dem die Tür ins Schloss fällt, die letzten Schritte im Treppenhaus verklingen und die Wohnung endlich still ist. Kein Kommen mehr, kein Gehen. Niemand, der etwas von dir will. Nur du, der Raum und dieses tiefe, fast körperliche Aufatmen, als hättest du stundenlang die Luft angehalten. Wenn dir dieser Moment vertraut vorkommt, geht es heute um dich. Um Menschen, die irgendwann nur noch eins wirklich wollen: ihre Ruhe. Von außen sieht das schnell falsch aus. Andere lesen Kälte hinein, Desinteresse, vielleicht sogar Hochmut. Und du selbst fängst leise an, dich zu fragen, ob mit dir etwas nicht stimmt. Ob du verlernt hast, Menschen zu mögen. Ob du dich gerade Stück für Stück aus deinem eigenen Leben zurückziehst. Diese Frage lassen wir heute nicht so stehen. Denn am Ende wirst du zwei Arten von Stille sauber auseinanderhalten können. Die eine bringt dich zurück zu dir. Die andere mauert dich langsam ein, ohne dass du es merkst. Und du wirst verstehen, warum sich der eine Rat, den dir jetzt alle geben, geh doch mal wieder unter Leute, genau falsch anfühlt. Weil er es tatsächlich ist. Fangen wir da an, wo fast alle es missverstehen. Der Wunsch nach Ruhe wird gern als Bequemlichkeit abgetan. Als hättest du einfach keine Lust mehr auf Menschen. Aber Kontakt ist für dein Gehirn kein Nichtstun. Er ist Schwerarbeit im Hintergrund. Jedes Gesicht, jeder Tonfall, jede kleine Pause im Gespräch wird in Echtzeit gelesen und bewertet. Du merkst davon nichts, weil es automatisch läuft. Aber dein System rechnet die ganze Zeit mit. Passt mein Lächeln? War das eben ironisch gemeint? Habe ich zu viel gesagt? Stell dir vor, du kommst aus einem lauten Konzert nach draußen. In deinen Ohren pfeift es und für den Rest des Abends klingt die ganze Welt seltsam gedämpft und flach. Deine Ohren sind nicht kaputt. Sie haben sich selbst leiser gedreht, um sich vor der Überlast zu schützen. Am nächsten Morgen hörst du längst wieder ganz normal. Genau das kann dein Gehirn auch mit Menschen tun. Nach zu viel Kontakt regelt es die Empfindlichkeit herunter. Gespräche, die dir sonst gut tun, fühlen sich plötzlich fad an, anstrengend, zu viel. Fachleute nennen diese vorübergehende Abflachung soziale Anhedonie. Das klingt bedrohlich, meint aber oft nur eins: dein System hat kurz die Lautstärke reduziert, damit du nicht überläufst. Und das Entscheidende: dieses Herunterregeln passiert nicht, weil du kalt geworden bist. Es passiert, weil du zu lange zu warm für zu viele warst. Der Schutz ist der Preis deiner eigenen Offenheit. Und damit du sofort etwas in der Hand hast. Wenn dich der nächste Rückzug packt, sag dir innerlich einen einzigen Satz: Ich habe nicht abgeschaltet, ich habe nur leiser gestellt. Dieser kleine Unterschied nimmt sofort Druck raus. Du bist nicht menschenscheu geworden. Du regenerierst ein System, das überzogen wurde. Nur, woran erkennst du, ob wirklich das passiert? Denn es gibt einen Punkt, an dem dieselbe Stille kippt. Aus Schutz wird Vermeidung. Aus Erholung wird ein Rückzug, der dich nicht auflädt, sondern aushöhlt. Und beides fühlt sich von innen fast gleich an. Der Trick, sie zu unterscheiden, liegt nicht im Moment selbst. Er liegt in dem, was danach kommt. Achte nicht darauf, wie sich die Ruhe anfühlt. Achte darauf, in welche Richtung sie dich bewegt. Nach der gesunden Sorte Stille wirst du weicher. Der Gedanke an einen bestimmten Menschen fühlt sich nach 1-2 Tagen wieder warm an. Etwas in dir öffnet sich ganz langsam wieder. Nach der anderen Sorte wirst du härter. Der bloße Gedanke an Kontakt wird schwerer, nicht leichter. Du ziehst dich nicht zu dir zurück, du ziehst dich vor allem zurück. Und der Kreis wird enger. Die eine Ruhe ist ein Ausatmen. Die andere ist ein Sich-Verschließen, das sich als Ausatmen verkleidet. Der Unterschied zeigt sich erst am Tag danach, an deiner Bewegung nach außen. Mach deshalb morgen früh einen kurzen Test. Denk an einen einzigen konkreten Menschen, den du magst. Fühlt sich dieser Gedanke warm an oder schwer? Warm heißt, deine Pause hat gewirkt. Schwer heißt, du bist gerade nicht am Auftanken, sondern am Zumachen. Kein Grund zur Panik.
aber ein Signal, das du ernst nehmen darfst. Bleibt die Frage, die darunter liegt. Wie kommt es überhaupt, dass dein System so leer wird, dass es dicht machen muss? Die meisten glauben, es sind die vielen Menschen, die sie leeren. Die Menge, der Trubel. Aber das stimmt nur zur Hälfte. Es ist nicht die Zahl der Leute, es ist die Art von Kontakt. Denn es gibt eine Form von Zusammensein, die dich still auslaugt, ohne dass du es benennen kannst. Es ist der Kontakt, in dem du dich zusammenreißen musst, in dem du eine gute Figur machst, in dem du freundlich bleibst, obwohl du müde bist, aufmerksam wirkst, obwohl du innerlich längst gegangen bist, die richtige Antwort parat hast, bevor du die Frage überhaupt fühlen konntest. Das ist Kontakt mit Publikum. Und Publikum heißt Auftritt. Über Stunden, über Tage. Bei der Arbeit, in der Familie, in Chats, die nie ganz aufhören. Immer ein bisschen Bühne, nie ganz Feierabend. Was dich wirklich erschöpft, ist selten das Reden. Es ist das ständige Nachbessern an dir selbst. Du gibst nie die Rohfassung heraus. Immer nur die überarbeitete, geglättete, vorzeigbare Version. Und deine Ruhe zu Hause ist oft der einzige Ort auf der Welt, an dem du eine Rohfassung sein darfst. Ungeschnitten, unkorrigiert, ohne dass jemand mitliest und dich bewertet. Und je länger dein Tag aus lauter fertigen Versionen besteht, desto größer wird der Hunger nach dem einen Ort, an dem nichts fertig sein muss. Genau dieser Hunger sieht von außen aus wie Rückzug. Kein Wunder, dass dein System dorthin flüchtet. Nicht, weil es Menschen verachtet, sondern weil es endlich einen Raum sucht, in dem nichts an dir stimmen muss. Der Handgriff für heute. Such dir eine einzige Zone, in der du bewusst nicht auftrittst. 10 Minuten mit einem Menschen, bei dem du auch schweigen darfst. Oder ganz allein, ohne Bildschirm, der zusieht. Nicht um aufzuladen, sondern um zu üben, unpoliert zu sein. Denn genau diese Fähigkeit haben viele verloren. Und ihr Verlust führt uns an die unangenehmste Stelle dieser ganzen Geschichte. Denn Schutz hat eine Kehrseite, über die kaum jemand spricht. Er kann sich verselbstständigen. Aus einer klugen Pause wird eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten fragen irgendwann nicht mehr, ob du sie noch brauchst. Stell dir einen kleinen Laden vor, der ein paar Mal zur falschen Zeit überrannt wurde. Zu viele Kunden, zu viel Chaos, zu viel auf einmal. Also lässt der Inhaber die Rollläden ein Stück herunter. Erst nur mittags, dann auch morgens. Bald ist der Laden nur noch einen Spalt weit offen. Von innen fühlt sich das nach Kontrolle an. Endlich Ruhe, endlich kein Ansturm mehr. Aber von außen sieht es aus, als wäre längst geschlossen. Die Leute hören auf zu klopfen und irgendwann vergisst der Inhaber selbst, wie man den Rollladen wieder ganz nach oben zieht. So kippt Rückzug in Verkapselung. Jede abgesagte Verabredung belohnt dich mit einem kleinen Moment Erleichterung. Und dein Gehirn liebt Erleichterung. Es merkt sich, Absagen fühlt sich gut an. Also sagst du wieder ab. Das Tückische ist nicht der einzelne Abend auf der Couch. Es ist, dass der Radius dessen, was sich noch machbar anfühlt, mit jeder Absage kleiner wird. Was gestern normal war, ist heute schon zu viel. Und je länger du wartest, desto höher wird die Schwelle zurück. Nicht, weil draußen etwas gefährlicher geworden wäre, sondern weil du aus der Übung gekommen bist. Kontakt ist wie ein Muskel. Ungenutzt verkümmert er. Deshalb ein ehrlicher Prüfstein, den du sofort anlegen kannst. Frag dich bei der nächsten Absage nicht, ob du lieber zu Hause bleibst. Frag dich, würde ich das wollen, wenn es mich überhaupt nichts kosten würde? Wenn die Antwort auch dann Nein ist, wählst du echte Ruhe. Wenn du in Wahrheit nur der Anstrengung ausweichst, senkt sich gerade der Rollladen. Und den willst du nicht zufallen lassen. Bleibt die eine Frage, auf die alles zuläuft. Wenn rausgehen der falsche Weg ist und dicht machen auch, was zieht den Rollladen dann wieder nach oben? Und hier dreht sich alles. Denn die Lösung ist nicht mehr Kontakt. Und sie ist auch nicht Null Kontakt. Beide Extreme machen es schlimmer. Die Antwort liegt in einer dritten Sache, die kaum jemand sieht. Erinnerst du dich an die Ohren nach dem Konzert? Sie erholen sich nicht, indem du sofort ins nächste Konzert rennst.
aber auch nicht, indem du für immer in einem schalltoten Raum sitzt. Sie erholen sich in echter Stille und finden ihre volle Feinheit erst wieder, wenn sie danach behutsam an echten, sanften Klang herangeführt werden. An eine Stimme, an Regen, an Musik in Zimmerlautstärke. Genauso ist es mit deiner Fähigkeit, unter Menschen zu sein. Sie kommt nicht durch die große Party zurück. Und sie kommt auch nicht durch monatelange Funkstille zurück. Sie kommt durch die richtige Dosis zurück. Und die richtige Dosis ist Kontakt ohne Publikum. Ein Mensch statt 10. Kein Programm, kein Anlass, keine Erwartung, gut drauf zu sein. Jemand, bei dem du auch die Rohfassung sein darfst. Nebeneinander sitzen, ohne reden zu müssen. Zusammen etwas völlig Belangloses tun. Kontakt, der nichts von dir fordert außer Anwesenheit. Das ist die Lautstärke, bei der dein System wieder lernt, dass Menschen nicht Überlast bedeuten. Und jetzt kommt der Punkt, um den sich die ganze Sache gedreht hat. Ruhe und Menschen sind keine Gegner. Die gesunde Ruhe ist die, die dich irgendwann wieder Lust auf einen bestimmten Menschen macht. Stille ist dann kein Ausstieg aus der Verbindung. Sie ist der Umweg zurück in sie. Du ziehst dich zurück, nicht um allein zu bleiben, sondern um wieder jemand zu werden, der Nähe aushält, ohne davon leer zu werden. Der Test, ob deine Ruhe gesund ist am Ende erstaunlich einfach. Bringt sie dich näher zu den Menschen, die dir gut tun, oder immer weiter weg von allen? Alles hängt an dieser einen Richtung. Und wenn du jetzt ehrlich zurückschaust, taucht oft eine unbequeme Frage auf. Wie ist dein System überhaupt so leer geworden? So überzogen, dass es dicht machen musste? Bei vielen liegt die Antwort nicht in einem einzigen anstrengenden Wochenende. Sie liegt an einem Ort, den sie viel zu lange nicht verlassen haben. Ein Job, der mehr nahm, als er gab. Eine Beziehung, die leise aushöhlte. Ein Kreis von Menschen, in dem du ständig Publikum sein musstest und nie Rohfassung sein durftest. Dein Wunsch nach Ruhe ist dann nicht die Ursache. Er ist die Rechnung, die Quittung für zu langes Bleiben am falschen Platz. Warum wir oft viel zu lange an Orten und bei Menschen ausharren, die uns aussaugen. Und wie du erkennst, wann der Moment zu gehen wirklich da ist. Darum geht es im verlinkten Video. Es zeigt dir die leisen Gründe, warum gerade die Stärksten am längsten durchhalten. Und die eine Frage, an der du merkst, ob ein Ort dich noch trägt oder dich nur langsam auszehrt. Wenn du deine Ruhe zurückhaben willst, ohne sie dir jeden Tag aufs Neue erkämpfen zu müssen, dann setz genau dort an. Nicht bei der Stille selbst, sondern bei dem, was dich überhaupt so ausgelaugt hat.